Herzlich willkommen bei In die Ferne. Heute geht es um Equipment-Fails. 15 Dinge, die bei Vanlifern und Campern als allererstes aus dem Wagen fliegen. Entweder weil sich herausgestellt hat, dass die Teile doch nicht so praktisch sind wie angenommen, dass die irgendwie überhaupt nicht so funktionieren wie versprochen oder dass man sie überhaupt nicht gebraucht hat. Erst möchte ich noch einen kurzen Einschub machen. Vielen Dank an alle Leute, die uns bisher auf Ko-fi supportet haben und unseren fragwürdigen Kaffeekonsum unterstützen. Generell einfach vielen Dank an alle, die kommentieren, unsere Videos liken, unsere Videos gucken. Vielen Dank auch an alle Hater, die uns helfen, beim Algorithmus ganz nach vorne zu kommen. Dankeschön. Zurück zum Thema Equipment. Ich sehe schon die Kommentare vor mir. Nein, Chantal, ich liebe meine Mini-Waschmaschine für Reisen. Aber mein Milchschäumer, ohne den fahre ich nicht los. Ich muss den einfach immer dabei haben. Ja klar, Bedürfnisse, was irgendwie man auf Reisen unbedingt braucht und was einem wichtig ist, das ist alles verschieden und individuell. Diese Liste ist keine Liste von Dingen, die mit generellem Anspruch für alle Leute als Fails gelten können. Es sind einfach nur Dinge, die die meisten Leute genannt haben oder die am häufigsten erwähnt wurden, die bei Leuten rausgeflogen sind und keiner nimmt euch den Vitamix aus dem Camper, aber also bei der Auflistung, die jetzt kommt, handelt es sich lediglich um Dinge, bei denen andere Vanlifer festgestellt haben, die Teile sind irgendwie unpraktisch, ich habe sie überhaupt nicht gebraucht, sind rausgeflogen. Und es sind Dinge auf der Liste, wo man sagen kann, die eBay-Kleinanzeigen Suchergebnisse sprechender Bände. Fangen wir mal mit den Dingen an, die ich aussortiert habe. Als allererstes der Duschsack, die Campingdusche. Habe ich nicht einmal benutzt. Doch im Garten meiner Schwester, um mir die Hände zu waschen, ist auf jeden Fall ein riesen Fail, weil das Grundprinzip, das Funktionsprinzip ist bestimmt super, aber es gibt keine Situation beim Freistehen, wo ich dachte, ja, jetzt stelle ich mich an meine Heckklappe oder unter so einen Baum und hänge mir diese Dusche auf. Ich bin lieber immer irgendwo hingefahren ins Schwimmbad oder zu einem See oder, keine Ahnung, bei Freunden. Aber ich habe diese Dusche nicht einmal benutzt und deswegen fliegt die aus dem Van. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ich sie in Zukunft gebrauchen werde. Punkt 2. Magnetband. Also, das Ding ist noch neu und unbenutzt. Wenn das jemand von euch braucht, schreibt mir in die Kommentare, dann könnt ihr das gerne für eine Packung Erdbeerlakritz bekommen. Und zwar ist es einfach viel zu schwach. Ihr könnt es für nichts benutzen. So, kannst du vielleicht einen Zettel mit an die Karosserie hängen, aber sonst nichts. Ich schwöre auf meine ultra starken Neodym-Magnete, aber dieses Magnetband, das ist nichts. Das dritte Ding, das ich aussortiert habe, oder was das zweite? Was habe ich denn noch aussortiert? Ach, das Magnetband. Das dritte Ding, das rausgeflogen ist ein sehr lieb gemeintes Geschenk, aber leider überhaupt nicht funktional. Und zwar ein akkubetriebenes Wärmekissen. Wird überhaupt nicht warm. Hier ist der Akku drin, kann man über USB laden. Nee. Jetzt habe ich das und weiß nicht, wohin damit. Ich weiß nicht, für wen das nützlich wäre. Punkt 4. Unnötige Lebensmittelreserven. Ich weiß nicht warum, aber Vanlifer machen das. Die schleppen 1000 Konserven mit, als würde es an dem Ort, wo sie hinfahren, nichts geben, kein Supermarkt. Ich mache das auch. Habe ich festgestellt, nachdem ich dann 2 Wochen unterwegs war, dass das komplett überflüssig ist, weil ich ja auch gerne vielleicht vor Ort mal ein paar Sachen ausprobieren und einkaufen will und dann viel zu viel Zeug durch die Gegend fahre. Auf jeden Fall Lebensmittelvorräte kann man rausschmeißen. Also so Basics, Gewürze und so, okay, ne? Öl, aber man braucht nicht die 30. Konserve mit enthäuteten Tomaten. Dann Punkt 5. Töpfe, Geschirr, Besteck, alles in 1000-fach mehrfacher Ausrüstung, falls man mal Gäste hat. Braucht man einfach nicht. Es reicht eine Gabel, maximal 2 Gabeln, ein Messer, maximal 2 und Töpfe auch. Eigentlich würde sogar ein großer Topf reichen, darin kann man alles machen und eine Pfanne vielleicht, aber nicht kleiner Topf, mittlerer Topf, großer Topf. Das ist so Zeug, wo man auf jeden Fall aussortieren kann und wo die meisten Leute sagen würden, ich habe das alles einfach nicht gebraucht. Dann hat mir Nele von This is Vantastic, ihr kennt die bestimmt von dem YouTube-Kanal von Katja Peace Love Om, die da bekannt geworden ist als Deutschlands jüngste Vanliferin. Die lebt ja auch in ihrem Van oder hat da drin gelebt und die hatte mir auf Instagram geschrieben, ein Waschsack, die funktionieren wie diese Drybags, die man mit auf Boote und so nehmen kann. Und zwar sind da auf der Innenseite Noppen angebracht und dann soll das eine Reisewaschmaschine ersetzen. Also
irgendwie Handwäsche erleichtern. Aber ganz ehrlich, jeder von uns weiß, wenn er unterwegs ist, ist es viel einfacher, nach einer Woche oder nach 2 Wochen einmal in den Waschsalon zu gehen, seine Wäsche komplett fertig fremd von der Waschmaschine waschen zu lassen und die am besten schon getrocknet zurückzubekommen, als jedes Stück mit extra so einem Waschsack dann zu waschen. Und ansonsten Eimer, Waschbecken geht auch. Aber ja, klingt erstmal geil. Und die Nummer 1 bei den eBay-Kleinanzeigen-Suchergebnissen ist auch Mini-Waschmaschine als Ding, also für Camper. Ich weiß nicht, die sehen wirklich aus wie so eine Spielzeugwaschmaschine und benutzt man einfach auf Reisen nicht. Also vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, nee, das ist mein Lieblingsteil, aber ich glaube, die allermeisten sortieren so Zeug als allererstes aus. Das gleiche gilt für Mini-Kühlschränke. Also ich meine jetzt nicht Kompressorkühlboxen oder normale Kühlboxen, wobei bei den thermoelektrischen ist auch was bei vielen Leuten rausfliegt, weil die sagen, wenn wir lange stehen, keinen Zugang zu Strom haben auf einem Stellplatz oder auf einem Campingplatz oder nicht viel fahren, ist das einfach ineffizient, quasi so eine thermoelektrische Kühlbox zu betreiben. Aber generell Mini-Kühlschränke, die dann irgendwie über Strom und so laufen müssen, das ist nichts. Besser Kompressorkühlbox oder andere Lösung. Dann ein Teil, da spalten sich die Lager, und zwar dieser Toastaufsatz für den Campinggaskocher, damit man sich morgens 4 Toasts da so dran lehnen kann. Es gibt einige Leute, die sagen, ich benutze den, ich finde es geil, ich kann Toast in meinem Van haben. Aber ganz, ganz viele Leute haben auch gesagt, nee, das Teil habe ich mir geholt, weil ich mir vorgestellt habe, dass das geil wäre und ich würde dann meine Toasts essen, aber ich nutze das Teil einfach nicht. Nächstes umstrittenes Thema: Grills. Egal ob jetzt Einweggrill, so ein Faltgrill oder sowas. Klingt erstmal geil, ich bin mit dem Camper unterwegs, dann kann ich auch grillen, aber es ist vielleicht eher nur was für Leute, die auf dem Campingplatz stationär sind, und wenn man frei unterwegs ist, dann man grillt viel seltener, als man denkt, dass man grillen würde. Nächster Punkt: Faltschüsseln und Falttöpfe, Silikontöpfe. Das sind so Töpfe, die sind unten wie so ein ganz normaler Edelstahltopf. In der Mitte haben sie dann Silikon, das man falten kann, und obendrauf geht es dann wieder mit Edelstahl und Deckel ganz normal weiter. Das Ding ist, die sind überhaupt nicht stabil, total unpraktisch. Das Zeug wird mega, mega heiß und nee, klingt geil, weil platzsparend, aber in der Realität hat sich das nicht bewährt. Sehr, sehr häufig genannt wurde auch noch zu viele kleine Kissen. Wer kennt es nicht? Man hat hier alles dann fertig und dann denkt man sich so, ja, und jetzt für die Gemütlichkeit noch ein paar Kissen. Es ist relativ nervig, wenn man jedes Mal, wenn man hier irgendwie umbaut oder was sucht, wenn man erst noch so 20 kleine Kissen irgendwo anders hin drapieren muss. Deswegen kamen die mit auf die Liste. Noch so ein Ding, das ganz, ganz viele Leute kaufen, aber nie benutzen, und das ist eigentlich ganz gut, ist Pfefferspray. Wurde gerade von einem Blatt getroffen. Pfefferspray habe ich quasi schon aussortiert, bevor ich im Van gelebt habe. Habe ich mir irgendwann mal geholt, nachdem ich eine unangenehme Begegnung hatte. Aber ich habe es auch niemals benutzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viele von euch auch sagen, jo, Pfefferspray habe ich eigentlich nie gebraucht. Aber man holt sich das ja auch vielleicht nicht so, und man ist auch dann froh, wenn man es nicht benutzen muss. Aber kann man sich auch vorher überlegen. So, der vorletzte Platz geht auf jeden Fall an so einen Campingtisch, den es eine ganze Zeit lang immer bei Aldi gab. Und zwar ist das ein unverhältnismäßig großer Tisch, also für normales Leben ein adäquat großer Tisch, aber für Camping überdimensioniert. Und der hat damit geworben, der hat so eine Oberfläche mit so Lamellen, dass man die rollen kann und den dann möglichst platzsparend verstauen kann. Aber offenbar, ich weiß nicht, ganz, ganz viele Leute, es war einer der meistgenanntesten Punkte überhaupt, dass das total unpraktisch ist, dass diese Dinger es irgendwie wackelt und zu groß ist und das mit dem Platzsparen dann doch nicht so ein großer Vorteil war, wie man gedacht hat. Auf jeden Fall, dieser überdimensionierte Campingtisch fliegt bei ganz vielen Leuten raus, und man stellt auch beim Camping fest, man sitzt halt eher maximal mal auf dem Stuhl oder ist im Wagen oder draußen unterwegs. Und wenn man frei steht, ist sowieso mit Campingverhalten nicht viel auf Parkplätzen. Von daher eher lieber kleinere Varianten von Tischen nehmen und nicht da mit den riesen Dingern auffahren. Aber könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr den auch gekauft habt. So, und jetzt der letzte Punkt. Das war auch mehrfach genannt. Es ist ein trauriger Punkt, aber auch ein witziger Punkt. Und zwar der Freund oder die Freundin. Kann passieren, wenn ihr denkt, geil, ich will campen, und euer Partner denkt sich, ich nicht. Stellt man das manchmal erst fest, wenn man schon zusammen unterwegs ist. Von daher, dann kann es halt passieren, dass man denkt, flieg raus. Wenn ihr euch nicht einigen könnt und Camping euer Leben ist das vielleicht ein Weg. Ansonsten kann man ja Kompromisse eingehen. Aber wurde auch häufiger genannt, dass so Campingthema, das Camping dann wichtiger war und es mit der
Partnerin oder mit dem Partner dann eher zu Unstimmigkeiten dazu kam, wie so schöner Urlaub aussieht oder Reisen. Von daher ist halt so. Das war eine Auflistung von Dingen, die bei Vanlifern als allererstes aus dem Wagen rausgeflogen sind. Wenn euch jetzt aber im Gegenzug interessiert, was sie immer mit dabei haben, worauf sie schwören, was sich bewährt hat, welche Equipment-Sachen sie so empfehlen können, dann abonniert den Kanal, denn das Video gibt es irgendwann demnächst auch. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann Glöckchen aktivieren und so, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Gibt es Dinge, von denen ihr zu Anfang dachtet, oh ja, das ist super praktisch, das muss ich auf jeden Fall mit in den Van packen und dann ist es ziemlich schnell wieder bei euch rausgeflogen. Was sind eure Equipment-Fails? Schreibt mir die auf jeden Fall mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder. Der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.